Lassen Sie mich so anfangen. Warum ist Silvester in Rio was Besonderes? Zum einen, weil viele Rituale in Brasilien, so auch diese Silvesterfeier in Rio, beeinflusst sind durch sogenannte synkretistische, durch Naturreligionen, die aus Afrika kamen mit den Sklaven. In Rio heißen die Umbanda, in Salvador Bahia im Norden heißt es Candomblé, in São Paulo heißt es Macumba. Mutter Maria im Deutschen oder im Christentum ist die sogenannte Göttin Iemanjá. Das ist die Muttergöttin, die Göttin der Fruchtbarkeit, die Schutzgöttin, so irgendwie die gute Seele unter den Göttern, die spielt dort eine große Rolle. Und ein typisches Zeichen für diese Göttin ist die Farbe Weiß, als Unschuld, als Schutz, als Reinheit. Und nun gibt es verschiedene Rituale, die mit dieser Gottheit zu tun haben, die dort zelebriert werden. Ein Ritual ist zum Beispiel, dass man sagt, man muss 7-mal ins Meer gehen. Und man muss sich auch vorstellen, es ist natürlich furchtbar warm, es sind 30 Grad, noch immer um Mitternacht. Man geht 7-mal ins Meer rein an der Copacabana und kommt vor der nächsten Welle wieder raus. Das ist für einige nicht ganz unproblematisch, denn es wird sehr viel getrunken natürlich und manche kommen da auch nicht mehr so ganz gut raus. Aber normalerweise, man geht rein und kommt wieder raus und ist dann eine Art gereinigt. Im Wasser war ich nicht, aber ich habe etwas anderes mitgemacht. Und zwar wird dann aus Ehren dieser Göttin Iemanjá wird ein größerer Kreis gebildet. Das kann sein, dass einfach Flaschen in einem Kreis, der vielleicht einen Durchmesser von 10 Metern hat, am Strand aufgebaut wird und viele stehen außen und innen drin ist, sagen wir mal, das klingt ein bisschen komisch, aber eine Art Priesterin oder Priester. Und dieser Kreis hat eine kleine Öffnung. Und nun geht diese Priesterin, der Priester raus und nimmt jemanden an der Hand und der kommt in diesen Kreis rein. Und man ist dann darin und manchmal wird man praktisch so besprochen oder es wird irgendein Büschel genommen und es wird Sand auf den Körper verteilt. Und es sind dann viele Leute in diesem Kreis am Ende drin und man fasst sich an den Händen und dann geht man wieder raus. Und das war's. Ja? Man hatte einfach einen gewissen Segen von der Göttin Iemanjá bekommen. Und ich sage Ihnen, ich habe selten etwas so Friedliches, Schönes, Glückserfülltes erlebt wie damals, das ist schon lange her, aber in diesem Kreis zu sein. Es ist völlig zwanglos, es ist auch es hat nichts mit Hypnose oder irgendwelchen sonstigen Trancezuständen zu tun. Nein, es ist einfach ein guter Wunsch, der einem praktisch in dieser Art und Weise von der Göttin Iemanjá überbracht wird. Und man geht raus und ist einfach glücklich, dass man jetzt so eine gute Zeit vielleicht vor sich hat. Also nach Rio dann da mal Silvester zu verbringen an der Copacabana, ich finde, das muss sein, wenn man weiß, dass es das gibt. Und das muss man sich so vorstellen, dass ca. 4 Millionen Menschen an die Strände in Rio pilgern. Allein an der Copacabana sind es 2 Millionen Menschen und alle sind von Kopf bis Fuß weiß angezogen. Es gibt nichts anderes. Weiße Schuhe, weiße Socken, weiße Hosen, weiße T-Shirts, Hemden, alles ganz weiß. Also ich weiß nicht genau, inwieweit dieses Ritual der Festa de Iemanjá heute noch so ausgiebig an diesem Strand praktiziert wird, wie das früher der Fall war, vor 30 Jahren. Man muss ja auch sagen, ich weiß nicht, ob es früher auch 2 Millionen an der Copacabana waren, vielleicht war es auch nur eine und einfach mehr Platz. Denn so groß ist die auch nicht, zwar 1,5 Kilometer lang und sehr breit, aber 2 Millionen Menschen ist auch eine Menge. Sodass das auch sehr viel heutzutage, glaube ich, eine touristischere Sache geworden ist, als es das früher war.